Hallo werte Zuschauer meines Kanals und Guild Wars 2 Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Episode von Serenity Spielt Guild Wars 2. Wir stürzen uns erneut in die Story Questor's Siege und wir hauen jetzt Ajax, bevor er auf die dumme Idee kommen kann, uns an Summit Peak anzugreifen. There you are, recruit. I thought you'd stepped out for a nap. For the love of... Recruit! Talk some sense into this woman. She's more stubborn than a goat shaman. Forgel, these are renegades. They're nothing but an unruly mob, and they're trapped in a cave with only one exit. If you seriously think this'll be a fight, then maybe you should start thinking about retiring, old man. Watch it, soldier, or I'll old man you into the ground. These are Char, and they know we're coming. They've chosen a defensible point, and they've had time to fortify. If you go in recklessly, you're just going in to die. A wise man taught me there's a time for strategy, and there's a time for kicking the door down. I'd listen to him if I were you. Looks like you learned quick, recruit. Good. Now listen here, Sergeant. We're going to stick together as a unit, so we aren't picked off one by one. We go in slow and careful, and watch out for surprises. Recruit, I'm putting you on point. Tell me when you're ready to advance. I'm right behind you. Und auf geht's, stürzen wir uns in das Schlachtgetümmel zusammen mit den Evenhawk Vanguards und den Vigils. Und Vogel hat uns ja schon so schön darauf aufmerksam gemacht. They've got cannons. Storm the line. Wir sollen, vorsichtig sein. Ich muss versuchen, die Kanoniere da hinten auszuschalten. Komme ich da ran von hier aus? Nein, komme ich nicht. Ich muss definitiv nah ran. Au, au, au. Ich muss hinter die Kanoniere kommen. Mit dem Dieb wäre das irgendwie wesentlich einfacher. Ich muss halt gucken, dass ich die Kanonen hier ausgeschaltet bekomme. Zurücklaufen, die Leute aufkratze und dann wieder mit hier reinschleife. Du gehst weg von mir, danke. Ich bin so froh, dass ich das hier tatsächlich als Jäger mache und nicht als eine andere Klasse. Das ist super nervig hier. Ich habe nicht so arg viel Leben, aber ich komme damit ganz gut klar. So, zurück und die Even Vanguards aufkratzen. Es liegt sogar nur noch einer. Das ist okay. Die anderen sind schon wieder aufgestanden. Komm her. Ich versuche die... Ja, ich wollte gerade sagen, ich versuche die einzeln zu ziehen, aber das kann ich, glaube ich, getrost vergessen. Wenn ich einen anschieße, kommen alle angelaufen. Das ist, glaube ich, in Story-Instanzen absichtlich so gemacht. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich besser wäre, wenn das keine Story-Instanz wäre. Ob ich dann tatsächlich einzeln ziehen könnte, aber da bin ich mir nicht so sicher. Obstructed, das ist nicht gut. Katze, mach was. Ich muss halt, wie gesagt, versuchen, dahinter zu kommen. Ups. Mein 5 ist nicht ready, das ist nicht gut. So, jetzt. Hau ab. Geh weg, danke. Ich bin sehr dankbar für den Pfeilhagel hier. Ups. Wo kommen da noch Schüsse her? Ach, da hinten sind auch noch welche. Gleich nicht mehr. Wir haben übrigens gerade ein Level-Up erhalten. Ich muss mehr trinken. Es ist im Übrigen 6 Uhr morgens, ja. Ich mache gerade Aufnahmemarathon. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon... 2 Folgen habe ich schon aufgenommen. Das ist jetzt die 3. Danach mache ich noch die 4. Das ist Ajax Anvilburn, im Übrigen, der hier noch überlebt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine ganzen Leute sind platt. Was ist denn da los? Was ist da passiert? Warum seid ihr alle tot? Geht einfach weg. Ich sollte die Leute anfangen aufzukratzen. Ich nehme mal das Level nebenbei, die machen das da vorne schon. Ich darf mir was aussuchen. Stärke, Armor oder Kraft. Wir nehmen mal Armor. Ich glaube, den kann ich jetzt im Moment nicht aktivieren, weil ich gerade noch im Kampf bin. Kann das sein? Doch, Tatsache, ich kann ihn aktivieren, das ist okay. Ja komm, Ajax ist sowieso gleich tot.
You were right, War Master. The renegades were ready for us. No, they just thought they were ready for us. They couldn't stand against the Vigil. I don't understand those renegades. It's hard to believe anyone in Tyria would work against peace. With the dragons out there, we can't afford to be divided. Some people can't see past their own noses. It's a good thing we can. This treaty will help even the odds against Zaitan. Count on it. You did well, recruit. You learn quickly, you adapt, and you know when to put hammer to steel. I wasn't sure I'd like you when we started this operation. Amora kinda twisted my arm to take you on. Said you were special. But damned if you didn't live up to every word she said. You aren't like the rest of these youngins hanging around the Order. I'm field promoting you to Crusader, but don't let it go to your head. I won't, old man. And thank you. It's an honor to work with you, too. Old man, huh? Don't push your luck. Ich mag die Konversation zwischen den beiden. Wir sind hier fertig, wir können jetzt raus aus der Instanz und sollen mit Vogel dann am Vigil's Keep reden, also wieder zurück nach Löwenstein hinein. Und da werde ich mich hin teleportieren. Denn ich habe keine Lust, diese Strecke zu laufen. Das Original Vigil's Keep ist noch in den Gendaran-Feldern hier oben. Wo auch eine Zeit lang das mehr oder weniger das Löwenstein, in Anführungszeichen, dann nachher war, als Löwenstein unter Beschuss und unter Belagerung von Scarlet noch war. Da wurde dann alles nach hier oben ausgelagert zu den Vigil. Die Gendaran-Felder sind auch sowas von so ein Hassgebiet von mir. Ich mag das nicht so arg gerne. So, Story Quest. Und hinein. Crusaders Return. Ach, da ist das Bild her. Das war auch für... Ich glaube, damals, als in PvP die neue Stronghold-Map announced wurde, war das auch das Bild dafür. Ich finde das ganz schön. Und da unten wartet schon Vogel mit Almora auf uns. Well done, recruit. You saved the treaty between Kryta and the Iron Legion. I hope they manage to create a lasting peace, General. We can't defeat the dragons unless both nations work together. General, may I ask a question? Ajax Anvilburn, he was your son. Is that correct? Stand down, Crusader. That's none of your... No, War Master. I'll answer the question. After all the two of you went through, the Crusader deserves that much. Ajax was my son. As is our custom, I didn't raise him. I left him at the Farrar, and he found me again after my warband was slaughtered by a dragon. I tried to explain to him why I founded the Vigil, but he said I was wasting my time. He never really understood the threat the dragons pose. Like many in the legions, Ajax never looked beyond the Char. I will grieve for my son, but I will not look back. I'm sorry for your loss, General, but Tyria's safer because of your sacrifices. Thank you. I agree. General Soulkeeper, I'd like to request that the Crusader be permanently assigned as my partner. That's a surprise, Forgo. Are you going soft on me? I don't have time to break in anyone else. All right, I admit it. We work well together. Consider yourself so assigned. Crusader, I've briefed Forgel on some options for your next mission. Speak with him, and then decide. So, für einige, die selber kein Guild Wars 2 spielen, der Farrar ist sozusagen für die Char so etwas wie eine Aufzuchtstation. Da geben die Char ihre Jungen hin, die dann dort aufgezogen werden. Das heißt, Almora hat ihren Sohn nicht selber aufgezogen, weshalb auch keine tiefe Bindung zwischen den beiden bestanden hat. Aber wir sollen jetzt hier mit Vogel sprechen und uns erstmal aussuchen, was wir als nächstes machen. Something I can do for you, Valeska Longstride. You're off to a fine start in our ranks. May I ask you a question about your son Ajax Anvilburn? Ach, wir reden versehentlich mit Almora. Okay, wir fragen jetzt einfach mal über Ajax aus. My son Ajax was a firebrand. Would that he had better morals to guide his anger. Forgo said you didn't know Ajax very well. Is that common among Char? Young Char aren't raised by their parents. They're raised in a community fosterage known as a Farrar.
I never really knew my son. So, das lassen wir mal. Es ist zwar interessant, mit ihr zu reden, aber wir wollen natürlich die Story weiter vorantreiben und reden jetzt mit Forge. Which of these tribal cultures would you like to aid, Crusader? Wir dürfen uns jetzt was aussuchen, welchen von den Völkern wir als nächstes zur Hilfe kommen. Wir können uns die dummen Script vornehmen. Also ich nehme meistens die Script, weil ich die Script einfach toll finde. Also die sind super dämlich, aber ich mag die Script. Wir können mit Quaggern schwimmen gehen oder wir können uns an die Heileg ranwagen. Und die Heileg sind ja dieses große Froschvolk. Und die Quaggern sind diese kleinen Völker, die kleinen Wasservölker, die eigentlich super harmlos sind. Und ich glaube, wir nehmen die Heileg. They worship the sun, they make potions, and that's about all we know. We would definitely benefit from more study. I choose to help the Heileg. Heileg? Very well. I'll meet you at Larontal Grounds. Die Heileg sind an und für sich ein recht spannendes Volk. Die sind auch das intelligenteste Volk von allen, von den ganzen dreien, finde ich. Die Quaggern sind zwar super süß und super niedlich, aber ich stehe nicht unbedingt auf Quaggern. Ich weiß, ganz, ganz viele Spieler finden die super toll und lieben die Heileg und Quaggern mag euch. Ich bin kein Fan davon, muss ich sagen. Wo muss ich denn jetzt als nächstes hin? Das ist irgendwo hier unten, ja. Da gehen wir dann gleich hier hin. Die Heileg, finde ich, sind doch wesentlich interessanter, weil die mit das kultivierteste Volk an sich sind von den dreien. Und auch die höchste Intelligenz halt aufweisen, finde ich. Die Quaggern sind jetzt nicht unbedingt dumm, würde ich sagen. Die sind auch sehr intelligent eigentlich. Aber ich finde, die Heilig sind nochmal eine Stufe drüber. Die kommen sehr an die Menschen halt heran, die Champion Sacrifice. Die Heilig worshipen oder beten halt die Sonne an als ihre Art Gottheit. Das ist ein cultural You've got to thing. tread lightly. These Heilig are extremely suspicious of outsiders. We need to gain their trust. That means none of your grandstanding, youngster. Okay, wir müssen uns vorsichtig den Heilig nähern. Die Heilig sind Please, my brother served with you for many years. Help me save him. Your brother fought for the right to be our champion. Why would you take that honor from him? Und die Heilig sind auch sehr misstrauisch gegenüber den anderen Völkern. Die Heilig bekriegen sich auch untereinander teilweise. Also es gibt die guten Heilig und es gibt die bösartigen Heilig. Wir sollen jetzt mit ihm hier sprechen. You there. We're from the Vigil, and we're here about the sacrifices. We heard you talking to that guard. Maybe we can help. I don't know, but I do need help. My brother was our champion. He offered himself as a sacrifice to save our village. They say it is an honor, but the champions never return, and we just keep sending more. I want to rescue my brother before it's too late. Maybe we can help each other. If you get us in to speak with your leaders, we'll come with you to save your brother. I can do that. I'd do anything to have my brother back. Come this way. This way. If we want to save him, we'll have to hurry. Also er ist jetzt Igneo. Der ist jetzt sehr in Sorge um seinen Bruder, der als Champion der Sonne auserwählt wurde. Und Champion der Sonne sind nur die stärksten und die besten Heilig. Und sein Bruder ist geschickt worden, um sein Dorf zu retten. Und wurde halt geopfert. Und er will jetzt versuchen, ihn noch zu retten, bevor es zu spät ist, weil immer mehr und mehr und mehr Champions der Sonne geschickt werden, aber keiner von denen je zurückkehrt. Und das ist doch sehr auffällig. Jetzt muss ich kurz warten, bis er seinen Weg wiederfindet. Komm. Bitt. Braver Frosch. Den Ridgebacks Geld, den merzt sich jetzt aus, bevor unser Froschkumpel hier ankommt. Weg. Ach du mit deiner blöden Heilung schon wieder. Deine Self-Heal wird dich nicht retten. Wo ist meine... Chikalö ist da vorne, okay. Ich muss immer warten, bis die zurücklaufen an den Punkt des Pfades, wo sie ihn verlassen haben. Deshalb versuche ich immer, alles möglichst vorher umzunieten, bevor die das sehen und in die Klauen bekommen. Ups. Hoppla. Da war ich etwas distracted und dachte, wir sollen über die Brücke gehen. So, ab hier lasse ich immer vorlaufen, weil ich nicht weiß, wo er langläuft. Ob er direkt wirklich hier durch die ganzen Skala durchrennt oder einfach nur da hinten.
Jetzt prügel ich die halt mit ihm um. Er rennt hier durch. You crossed the line. Die Hylax sind auch relativ stark. Also die Hylax sind keine leichtfertigen Gegner. Da muss man, wenn man die als Gegner hat, wirklich schon aufpassen, dass die einen nicht umhauen. Vor allen Dingen in ihrer Anzahl. That is where they take the sacrifices. Stay close. So, und wir sind jetzt hier angelangt, wo die Opfer übergeben werden. Und hier sind auch lauter Untote, also lauter Diener Saitans. Ich hole die mal absichtlich hier ein Stück her. Beziehungsweise, hier gehe ich jetzt mal ein Stück weg, da ist nämlich wieder ein Plague Carrier mit dabei. Und wenn der explodiert, macht er dann doch echt gut Damage. Dann muss man immer gut aufpassen. Die Brut mit ihren exorbitant vielen Leben. Der Thrall ist mit der gefährlichste von den ganzen. Also laut Statistik ist der Risen Thrall, also zumindest nach dem ersten Spieljahr, der Gegner, der die meisten Spielertode verursacht hat. Und das glaube ich sofort. Zumindest, wenn mal längere Zeit ein Ohr rumgegammelt ist. Da sind ja ein Haufen von denen. Da hinten sind noch mehr. Aber ihr geht alle auf die los. Okay, Vogel geht's noch gut, alles gut. Weg, 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 weg. Die haben nämlich Frenzy drauf, also, was Frenzy war die Wut, die Wildheit? Na, die... Ich weiß nicht mehr, was Frenzy auf Deutsch heißt. Es fällt mir immer wieder ein, wenn ich die Aufnahme beende. Oh, Shigalili ist ja tot. Warum sagt mir das keiner? Warum sagt mir keiner, dass meine Katze gerade gestorben ist? Geht alle weg. Ich wollte eigentlich dich wegschießen. Ja, der Thrall hat mehr Leben. Aber Poe kümmert sich darum, das ist ganz so gut. Raserei. Frenzy der Raserei. What have they done to him? Und Stop him. That fool frog is gonna get himself killed. Und wir sollen jetzt den ehemaligen Champ der Sonne aufhalten, Corrupted Sabiti. Ja, Ignio hat es jetzt leider nicht überlebt, wir hätten ihn auch nicht retten können, aber ich kann ihn ja wieder aufkratzen. Das ist ja nicht das Problem. Geh weg von mir! Gehst du weg? Ich kann Poe nicht wechseln. Ich habe noch Cooldown drauf auf den Wechsel. Wie lange habe ich eigentlich XP? Ich habe noch 5 Minuten XP drauf, ist okay. Da ist dann auch die Folge, glaube ich, zu Ende, wenn ich so auf den Timer sehe. Das müsste dann exakt reichen. Und wir jetzt Sabiti noch besiegen. Komm, weg mit dir. Vogel kann sich im Gebüsch mit dir kloppen. Ist okay. This thing is not my brother. My brother was a hero, a champion. The undead turned him into this. And it was the priests who sent him here. Unforgivable. Yes, it's shameful. Each village champion becomes another undead soldier in the dragon's army. We have to stop this. Then we'll need to prove it. Take the head from this undead thing. When the priests and chiefs see it, they'll have to believe us. I admire your determination. Such a shocking display would be very persuasive. Leave the rest to us. So, wir sollen Sabitis Kopf als Beweis mitnehmen, damit, hier, Behead enthaupten. You crossed the line. Und wir sollen jetzt ihn eskortieren, und zwar einfach nur nach da hinten ums Eck. Zu den anderen. Als Beweis, dass alle Champions, die sie schicken, zu Untoten werden, eigentlich zu Saitans dienen. Und ja, genau das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Now do you see? It's like I told you. Our champions are returning as undead. I see. You may pass. Show that to the High Priestess right away. I'm eager to see who the next champion will be. May the sun god smile on him or her. Werden auch eingelassen. Und da All hinten. light, all life, all goodness comes from the sun. Without the sun,
chaos and disease flourish. Is that why we call the undead sunless? Because they have no light, no life, no good in them? We must speak to the High Priestess. We have proof that the champions are being killed and turned into undead. I've seen your proof, but the High Priestess is not here. She's gone to prepare for the procession. She doesn't know Sabiti, and she's tired of hearing this from you. She'll say that head could be anybody's and dismiss you as a troublemaker. We took it straight from the undead thing Sabiti had become. What will it take to prove your sacrifices are actually making things worse? This is pointless. Come on, Igniu. We'll have to find another way to convince your leaders. So, wir sollen mit Igniu sprechen. I wanted to confront the High Priestess as well as Chief Kekuan. Since she's not here, we'll have to try something else. What did you have in mind? I know where High Priestess Ecolotl will be. A procession is bringing her ritual supplies to her cloister in the Laurental grounds. They'll lead us to her, and we can show her our proof. That sounds solid. Are there any other options? The Tournament of the Sun is about to start. Whoever wins gains the Sun God's favor, and is said to speak with the Sun God's voice. My people would definitely listen to such a champion. I understand. Let me confer with my mentor before we decide. Wir können uns jetzt aussuchen, was wir machen erneut. We need to establish ourselves, or these frog folk are never going to listen. What do you think will impress them more? Winning the tournament or convincing the High Priestess? So, wir können jetzt sagen, wir gewinnen das Tournament und werden Champion of the Sun. Oder wir versuchen die High Priestess zu convincen. Ich würde sogar das Tournament vorziehen in dem Fall. What is it going to be then? I will win the tournament. A solid choice. You get yourself prepared. I'll coordinate with Igniu to set everything up and meet you at the tourney grounds. I will do. Dürfen wir uns nochmal Klamotten aussuchen? Gibt es was ich nicht habe? Die sind alle unlocked, daher 6. Da ist die Power Precision Ferocity, wir nehmen die hier. Die ist immer gut. So, einmal anziehen. Die ist jetzt nicht hübsch, aber das sieht man sowieso nicht darunter. Ja. Keine Schönheit, aber das ist okay. Die Schuhe sind schlechter als meine. Das ist, ich krieg Farbe. Wine Dye. Die habe ich zwar schon, aber egal, die lässt sich verkaufen. Das sind all Materials, jawohl. Meine Fresse ist Wales klein. Wie? Vogel, bleib mal stehen. Wie groß bist denn du? Er geht ihm wirklich bis Bauchmuskulatur. Gut, Wales ist ein sehr kleiner Mann. Ein sehr kleiner Salatmann. Und Vogel ist bestimmt ein großer Norn. Er könnte Max-Größe sein. Aber gut, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Möge der blasse Baum noch weiterhin über eure Träume wachen. Bis dahin, eure Serenity.